Ich habe geheult, wie ich hier angekommen bin, vor lauter Freude, dass wir es geschafft haben. Und da bin ich sehr dankbar für, dass wir hier sind. Jetzt backen wir für die Siedler hier schöne Semmelchen und schönes Brot und schönen Kuchen und so weiter und bayerische Backwaren. Wir machen hier eine kleine Bäckerei mit einem Backcontainer, haben da so ein kleines Kaffeechen dazu, dass man da draußen sitzen kann. Und damit können wir hier unser Geld verdienen, bis unser Haus gebaut ist. Das heißt, wir können sehr gut leben davon. Meine Frau ist Physiotherapeutin und hat auch ihre Praxis. Wir haben Heilpraktiker, Physiotherapeuten, wir haben auch Wellnessleute da. Wir haben einen Arzt hier, wir haben alles, was das Herz begehrt. Wir haben das alles da. Es entspricht alles der Wahrheit. Ich kann das nur bestätigen. Also es ist nur nicht alles in einem Haus, aber das ist ja egal. Wichtig ist, dass alles hier ist, was man braucht. Vom Finanziellen her fehlt uns da jetzt nichts und wir können das eigentlich in Ruhe und entspannt abwarten, bis unser Haus gebaut wird. Das ist in Planung. Ja, was will man mehr? Also wir haben ein angenehmes Leben hier, wesentlich schöner als in Deutschland. Entspannter, ruhiger, Wetterklima ist hervorragend, gefällt uns sehr gut. Leute sind überwiegend positiv und die Nörgler gibt es halt immer und überall. Wir sind schon sehr glücklich darüber, weil wir haben unsere Bestimmung gefunden hier, wir haben unsere Pläne, man kann sich hier entfalten und so. Man muss nur anpacken und tun, man muss einfach nur reden mit den Leuten. Und wenn manche nicht bereit sind, das zu tun, kann man denen auch nicht helfen. Viele meckern einfach nur und das ist alles unbegründet. Jeder sieht das von einer anderen Sichtweise. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da überhaupt kein Problem. Wir versuchen halt immer, wenn irgendwelche Hindernisse kommen, Lösungen zu finden. Ja, was ganz toll ist, ist einfach, du stehst jeden Tag auf, du hast ein schönes Wetter. Du musst nicht, wenn du nicht willst, zum Beispiel, immer gut arbeiten muss jeder, das ist immer besser, wenn man es macht halt, weil sonst hat man kein Auskommen nicht, aber du kannst dir alles einteilen, wie du es möchtest und so. Du hast nicht mehr die Gängelei wie in Deutschland früher, dass du 10 Stunden gegen den Strom schwimmen musst beim Arbeitgeber und so. Und dann ist das Wetter auch noch schlecht. In der Früh, wenn es schneit, aufstehen und dann raus und erstmal Eis kratzen am Auto und dann mit der Glatteisstraße dann zur Arbeit fahren und dann kommst du vielleicht noch 5 Minuten zu spät und dann kriegst du eine auf den Tetz. Das hast du hier alles nicht. Du hast meistens ein schönes Wetter. Die Leute, die hier sind, man kommt super mit den Leuten aus. Ich denke mal, jetzt ist eigentlich wieder das so, wie es eigentlich am Anfang gehört hat. Ich meine, man versteht die Sachlage von damals, wenn man versteht, warum Erwin und Silvia das vielleicht gemacht haben. Sie brauchten jemanden, der die politische Handhabe hatte, um das ganze Projekt vielleicht durchzuziehen, auch wegen der Sprache. Es ist halt alles nicht am Anfang so einfach gewesen und das war mitunter auch ein Grund, warum das wahrscheinlich auch so gekommen ist. So wie es jetzt momentan ausschaut, läuft es seinen Weg. Es kommt alles zum Positiven. Muss natürlich noch aufgearbeitet werden, das geht nicht von heute auf morgen und ich hoffe, dass irgendwann auch die Kritiker irgendwann mal einsehen, dass das eigentlich alles im positiven Sinne gemeint ist, dieses ganze Projekt. Erwin und Silvia haben sehr viel mitgemacht jetzt, sie mussten auch sehr viel aufarbeiten und ich hoffe, dass sie stark genug sind, das auch weiterhin zu tun, weil sie einfach wichtig sind für das EPV. Sie sind die Gründer, sie sind eigentlich der Geist von allem hier und das sollte auch so weitergeführt werden, also in dem Sinne. Und irgendwann, wenn auch Erwin und Silvia mal in Rente oder das mal abgeben wollen, müssen sich halt dann die Siedler drum kümmern, aber solange es noch nicht so weit ist, hoffe ich, dass sie durchhalten und bin froh, dass sie das auch weiterhin tun. Ich bin schon dankbar, dass Erwin und Silvia das hier nicht aufgeben. Ich meine, sowas zu machen ist schon ein Wahnsinnsprojekt und da muss ich sagen, ein Durchhaltevermögen haben die beiden. Es sind schon viele Siedler da, die kräftige Unterstützung leisten. Also die sind sehr wichtig hier und die sollen sich nicht unterkriegen lassen, auf gar keinen Fall. Trotz aller Widrigkeiten, denen sie jeden Tag ausgesetzt sind, sind wir sehr dankbar dafür.